Eine Kooperation MAN und Volkswagen, quasi ein gleiches Konzept mit einer etwas anderen Haube. Hier ist der MAN, der Van TI Plus. Grüß dich, Stefan. Hallo Sven. Ja, das ist der Knaus Van TI Plus auf MAN. Wir sind da der einzige Großserienhersteller, der auf MAN Freizeitfahrzeuge anbietet. Das ist der 650 MEG, ein teilintegrierter mit Einzelbetten. Und der Vorteil von MAN ist eben, es gibt wirklich alle Assistenzsysteme, die aktuell im Pkw-Bau angeboten werden für das Fahrzeug. Es gibt Automatik und sehr, sehr wichtig, dieses Fahrzeug gibt es mit Front-, Heck- und Allradantrieb. Ja, Allrad geht bei Fiat Ducato nicht. Genau, das geht nur sehr aufwendig und MAN bietet das an und der Preisbaustein ist gar nicht so hoch. Und hier haben wir jetzt auch ein 4x4 Modell und das lässt sich auch mit der Automatik kombinieren. Ja, das Schöne ist es hier ein Wandler oder ein DSG? Was ist drin? Das ist eine Wanderautomatik. Wanderautomatik. Das heißt, ich kann prima ziehen, also kann Zuggewichte dran machen, kein Verschleiß. Genau. Ja, das Servicenetz von MAN, das ist der absolute Hammer. Das heißt also MAN und Volkswagen, also egal wo ich bin, ich krieg Service. Genau, das ist eine neue Vereinbarung, die wir gemacht haben. Unsere Kunden können mit all ihren Reisemobilen, ob es ein Knaus oder ein Weinsberg ist, es muss kein MAN sein, können sie zum MAN-Service, zur ausgewählten. Und MAN hat ja so einen Professional-Service, 24/7. Das heißt, da wird dir immer und jederzeit geholfen. Auch wenn man es natürlich meist nie braucht, weil die Fahrzeuge natürlich gut sind. MAN, das kennt man von LKWs, das ist so Profitechnik. Wie kommt das an bei den Menschen da draußen? Die Marke MAN, ist das noch so was Handfestes wie Mannesmann? Ja, absolut. Also MAN ist eine starke Marke, mit der wir sehr gerne zusammenarbeiten und die natürlich ein Heavy-Duty-Image hat. Der Löwe vorne, das ist schon was anderes, als ob man einen VW fährt, auch wenn die Fahrzeuge natürlich vergleichbar sind. Aber das Entscheidende ist eben dieser Rundum-Glücklich-Service, dass man 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche im MAN Service Center sein Fahrzeug auch warten und reparieren lassen kann. Stefan, Hand aufs Herz, 4x4, wer jemals stecken geblieben ist auf einer Graswiese nach einem Regenjahr, der wünschte sich, er hätte 4x4 genommen. Ist das viel teurer? Nein, der Preisbaustein zwischen Heckantrieb und Allradantrieb liegt ungefähr rum 3.000 €. Das ist fast ein Muss, man müsste es machen. Absolut, die Verbauquote ist auch relativ hoch. Wir verkaufen sehr viele Van TI Plus mit Allrad. Eigentlich die meisten, wenn ich das recht überblicke, mit Allrad und Automatikgetriebe. Ja, wenn du mal gerade so lieb bist, hier aufmachst, dass man mal kurz reinschauen kann. Heckgarage, auch hier wieder Verzurrschienen und Ösen, damit ich meine Sachen gut festmachen kann. Hier gibt es dann noch Ablagen und hinter diesem Brett auf der linken Seite ist die komplette Elektronik. Das sind die Aufbaubatterien, je nachdem wie viel man geordert hat. Und das sind auch alle Sicherungen bequem zu erreichen. Lithium, ist das ein Thema für euch? Ja, wir haben Lithium-Ionen-Akkus und zwar in einem Wohnwagen, den wir ausstellen, der sogar mit 48 Volt arbeitet. Ja, man kann ja Lithium-Ionen prima nachrüsten. Super B zum Beispiel bietet Batterien. Wenn man so lieb ist, mach mal das Gasfach auf, denn da gibt es was Besonderes. Genau. Ihr habt dort einen Schwerlastauszug. Genau, hier haben wir auch eine sehr praktische Lösung. Hier gibt es einen Gaskastenauszug, entriegeln und dann jetzt rastet dieser Schlitten ein und ich kann die ja doch relativ schweren Gasflaschen bequem montieren, ohne dass mir der Schlitten nach hinten abrutscht. Und dann entriegel ich den wieder, kann die Gasflaschen bequem anschließen und schiebt das Ganze entspannt wieder rein, Klappe zu, Gas ist an. Luftfederung, ist das möglich? Jawohl, wir haben an der Hinterachse Luftfederung, der Kompressor sitzt unter dem Fahrersitz und das Kontrollpanel beim Beifahrer, da gibt es 2 kleine Manometer und ich kann dann auf das Millibar genau einstellen, wie hart oder weich meine Federn an der Hinterachse sind. Ja, 4x4 MAN 2021er Modell, Van TI Plus 650 MEG, das kriege ich prima verkauft. Also wenn ich da so nach 3-4 Jahren sage, ich brauche mal ein neues, der Wertverlust Wahnsinn, da geht fast gar nichts runter. Ja, also insgesamt sind Reisemobile sehr wertstabil, auch gerade in der jetzigen Zeit, weil die Neuwagen sehr stark nachgefragt sind. Aber insgesamt klar, starke Namen wie Knaus und MAN, das passt gut. Und wie stark das Interesse ist, sieht man ja an der Länge der Schlange hier. Die
Die ist jetzt wie lang, die Aufbaueinheit? Das ist ein Fahrzeug, das liegt bei unter 7 Meter. Unter 7 Meter. Das heißt sehr, sehr handlich. Die teilintegrierten sind immer noch schwer am Trend. Also die vollintegrierten nagen aber, oder? Ja, das ist unterschiedlich. Das ist natürlich auch die Zielgruppe, aber klar, teilintegrierte. Wenn wir uns bei Weinsberg den Cara Compact Edition Pepper anschauen, das ist im Grunde genommen der Golf unter den Reisemobilen, weil das meistverkaufte Reisemobil in Deutschland und in Europa ist. Preis-Leistungs-Verhältnis, natürlich ein großes Thema. Gehen wir kurz rein. Es gibt 3 Stufen hier. Ist etwas höher, oder? Ja, der ist etwas höher, aber es gibt ja auch eine elektrische Trittstufe. Die ist vorne drin, die ist natürlich jetzt hier nicht verbaut im Messebetrieb. Und das Design hier ist sehr, sehr modern, würde ich mal fast sagen, oder? Genau, hier verfolgen wir ganz bewusst einen etwas reduzierteren Stil. Und das Auffällige ist, dass diese Sitzbank um 5 Grad geneigt ist. Warum machen wir das? Der Vorteil ist, dass alle leichter einsteigen können und wir haben eine großzügigere, offenere Blickachse. Ja, ich habe gesehen bei Ihren Kollegen, die haben jetzt einen Tisch ohne Bein. Den haben wir auch, genau. Die Tische werden eingehängt und da wir unsere Tische immer auch noch als Notbett arrangieren können, gibt es trotzdem noch einen Stützpfeiler unten drunter, den man dann montiert. Ich brauche das nicht, den Stützpfeiler? Genau. Ehrlich nicht? Nein. Ich könnte ihn wegnehmen jetzt. Genau. Mach mal. Das ist hochinteressant, denn ganz, ganz viele sagen nämlich, wie komme ich denn da rein? Stimmt's? Ich muss mich korrigieren. Hier geht es jetzt gerade nicht. Aber gibt's das auch es gibt das. Wir haben das in den CUVs haben wir es drin. Super, ja. Klasse. Also, das ist eine Neuigkeit, wo ich mich aber gewundert habe. Er hat gesagt, naja, am äußersten Ende 15 Kilogramm, wenn ich mich denn doch mal abstütze. Das sind sogar 30, aber ich sag mal so. Naja, mit Bein ist sicherer. Auf jeden Fall. Okay, prima. Ja, vorne das Design ist sehr, sehr reduziert. Das kommt so ein bisschen, ich sag mal so 4x4 Offroad mit allem drum und dran. Das ist so, ich sag mal, was schwer im Trend ist. Das hier ist so ein Mittelding. Das heißt also, hier komme ich überall durch, sage ich mal, aber wir reden nicht von Offroad hier. Naja, also hier geht schon auch unbefestigte Wege. Es geht jetzt nicht über Berge. Und hier sieht man jetzt aber sehr schön auch rechts die Bedieneinheit für die Luftfederung im Heck. Ja, mit den Druckmanometern, damit ich weiß, wie viel Bar liegen da an. Integriertes Navigationssystem, Lenkrad-Fernbedienung, Freisprecheinrichtungen, natürlich auch eine Rückfahrkamera, die eingespiegelt wird. Und das Fahrzeug gibt es, wie gesagt, mit den gängigen Assistenzsystemen. Und insofern ist das schon Stand der Technik. Habe ich die Möglichkeit mit der Luftfederung, das so ein bisschen zu nivellieren, wenn ich stehe? Genau, das geht minimal. Dafür ist es eigentlich nicht gedacht, aber es geht auch. Es geht auch. Das heißt, ich kann mich dann, ich sag mal, ein bisschen anpassen, wenn das Fahrzeug uneben ist, ja. Hier vorne, ich habe viel Platz hier vorne. Das heißt, ich habe eine große Küche, auch hier reduziertes Design. Ja, wir haben hier eine klare Designlinie, wenn man sich auch mal die Holzoberflächen anschaut. Wir haben selbstverständlich wieder einen 2-Flammenkocher, Waschbecken, immer auch wieder mit Wasserfilter, wie schon vorhin gesagt. Hier oben gäbe es dann die Möglichkeit, einen Fernseher zu montieren und auch hier wieder eine Garderobe, die so ein bisschen den Händen schmeichelt, weil sie besondere Materialien verwendet. Das Badezimmer hat eine Rollotür, eine Jalousietür, und wie man sieht, ist es sehr, sehr gut beleuchtet, jede Menge Ablagefächer. Sehr hell. Ja. Also das ist auch wichtig, glaube ich, dass die Leuchten direkt neben dem Spiegel sind. Das heißt, ich kann mich optimal dann schminken und Co. Ja? Genau. Ja, toll. Auch wieder ein Ablagefach. Ist hier, das Waschbecken ist hoch runterklappbar, oder? Hier ist auch wieder, das ist ein Schwenkbad. Das heißt, wenn ich den kleinen Chromhebel umlege, dann habe ich den Duschbereich und mache also nicht alles andere drumherum nass. Und wenn ich Hände waschen will oder Toilette nutze, dann klappe ich das wieder zurück. So, das Fahrzeug hier ist auch schwer umlagert. Darf ich mal ganz kurz hier rein zeigen? Nur, wir sind sofort fertig, dann dürfen Sie wieder rein. Denn, ist das schön, das Fahrzeug? Ist das gut? Das gefällt Ihnen, oder? Ja. 4x4, MAN, ist das ein Thema für Sie? Allrad? Allrad wäre mir wichtig, ja. Also toll, ja, und man hat ein ganz großes Einzelbett hier hinten. Schläft man gut, Bettenlänge ist über 2 Meter, hier steht's. Und Evopore HRC-Matratzen und hier vorne sind die Stufen für einen bequemen Einstieg. Auch hier, das kann ich umbauen. Großer Kühlschrank ist mit dabei. Machen wir auf. Und auch der hat unten diese Flaschenbox mit drin und ist wirklich sehr, sehr groß. Ja, wir kommen mal raus. Stefan,
Ja, wir sind mitten auf der Messe, zweiter Messetag. Heute ist richtig viel los. Absolut, volle Hütte. Wir freuen uns. Das Interesse ist stark. Wir sind bei Knaus Tabbert in der Halle 1 und in der Halle 4. Morelo steht in der Halle 5. Und jetzt sieht man ja schon hier in der Halle 4 ordentlich was los. Das freut uns natürlich, dass das Interesse an den Fahrzeugen so stark ist. Ist natürlich so, wenn man sowas plant und man weiß nicht, das war ja vor 4 Wochen, kam so, ja, es steigt mit Corona und Co. Das heißt, das war so ein kleines Risiko, oder? Also wir haben von vornherein gesagt, lass uns überlegen, wie wir die Messe machen können und wie das möglich ist. Und da haben wir uns sehr, sehr eng mit der Messe Düsseldorf abgestimmt und das Hygiene- und Sicherheitskonzept hat uns überzeugt. Toll, die rennen überall rum, die gucken, dass die Leute die Masken anhaben. Genau, und wir halten uns auch alle konsequent daran, selbst wenn sie mal rutscht. Und insofern sind wir davon überzeugt, das ist eine saubere, sichere Messe und wir freuen uns einfach drauf. Ja, toll. Hier ist er, 4x4, der Knaus TI Plus 650 MEG, tatsächlich auf Allrad aufgebaut und ja, serienmäßig mit Frontantrieb und 8-Gang Automatikgetriebe. Automatik, ich denke mal, wenn es verfügbar ist, immer mehr Leute kaufen es, oder? Auch Absolut. Bei Ducato. Das ist ein Trend. Das Automatikgetriebe ist einfach auf Strecken sehr, sehr komfortabel und insofern wird es auch stark nachgefragt. Ja, vielen Dank, Stefan. Gerne.